Hallo, hier ist der Emo Flo und ja, wir räumen das da hier jetzt mal ein bisschen auf. Also bis gleich. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Pomadeshop-Video. Falls ihr mich nicht erkennt, ich mache mal mein Gesicht ein bisschen freier. Ich bin der Flo und ich möchte euch heute mal ein Thema zeigen, wo es darum geht, um klassische Frisuren versus moderne Frisuren. Beziehungsweise kann man eigentlich mit einer klassischen ölbasierten Pomade auch eine moderne Frisur machen oder kann man mit einer klassischen ölbasierten Pomade nur einen Seitenscheitel, eine Tolle oder ein Slickback machen? Kleiner Spoiler vorab, nein, man kann auch moderne Frisuren machen. Wer meine älteren Videos kennt, der weiß, ich habe früher immer gerne meine Haare wirklich klassisch getragen, nach hinten geslickt, schön mit viel Glanz und halt schön viel Pomade rein. Klar, dafür ist eine ölbasierte Pomade wunderbar geeignet. Und jetzt seit ungefähr einem halben Jahr mache ich meine Haare eher anders, eher mit lockerer Textur, eher matt, eher nach vorne. Habe deswegen auch ein bisschen meine Produktauswahl geändert, bin jetzt eher bei Pasten und Clays. Am liebsten unorthodox wasserbasierte, tatsächlich gerne wasserbasierte Sachen inzwischen. Das hat aber einen ganz praktischen Grund, denn eigentlich kann man auch absolut ölbasierte Produkte nehmen und sogar klassische Pomaden. Man muss nicht unbedingt dann auch ein Clay nehmen, wenn man es matt haben möchte, klar, aber wenn man auch mit ein bisschen Glanz fein ist, dann kann man natürlich auch eine klassische Pomade nehmen und das möchte ich euch jetzt zeigen. Kurz zu meinen Haaren, zu meiner Vorbehandlung. Ich habe sie frisch gewaschen, geföhnt und dann, das muss ich mit meinen Haaren nämlich machen, geglättet mit einem Glätteisen. Denn ich kann euch hier ein Foto einblenden, so schaut es aus, wenn ich sie nicht glätte, dann seht ihr, dass sich hier die Haare so nach außen wellen und das möchte ich nicht. Und das ist auch der Grund, warum ich tatsächlich wasserbasierte Pomaden inzwischen sehr gerne habe, weil ich nach dem Haarewaschen dann kein Produkt mehr im Haar haben möchte, weil das ja dann am Glätteisen kleben würde und dann würde das Glätteisen mit der Zeit versauen. Und dann ist die Frau böse und das möchte ich natürlich nicht. Wer vielleicht in seiner Jugend auch eine kleine Emo-Phase hatte, wird das vielleicht kennen, dass man sich dann die Haare glättet und sie jetzt so schön ins Gesicht fallen, wie sie jetzt tun. Das fand ich vielleicht früher mal ganz toll, aber inzwischen nicht mehr so. Deswegen machen wir mal ein bisschen was rein. Und was möchte ich machen mit meiner Frisur? Grundsätzlich eins vorab, ihr könnt eigentlich so gut wie alle Styles, die ihr auch mit Haargel oder Haarwachs aus der Drogerie machen könnt, auch mit klassischer Pomade machen. Ich selbst habe einen Kumpel, der hat eine Kurzhaarfrisur mit so ein bisschen verstrubbelt und so ein bisschen nach vorne und halt hier überall so Haare nach oben, halt gut, die sind halt so lang, stehen sie so ein bisschen nach oben. Das macht er schon seit Jahren mit klassischer Pomade statt mit Haargel. Vorteil ist halt natürlich, eine klassische ölbasierte Pomade ist gesünder für Haare und Kopfhaut, ist immer nachstylbar und ja, wenn ihr halt dann die Haare wascht, wenn ihr jetzt nicht das Problem mit dem Glätteisen habt, wie ich zum Beispiel, ist es auch ganz cool, wenn man am nächsten Tag noch ein bisschen was davon im Haar drin hat, weil dann braucht es weniger, um sich eine neue Frisur zu bauen. So, was möchte ich mit meinen Haaren machen? Ich möchte sie, wie ich sie in den letzten halben Jahren eigentlich auch immer wieder mache, nach vorne stylen, eher locker, mit Textur, ein bisschen Volumen reinmachen und Glanz ist okay, wenn es nicht zu viel ist. Das heißt, welche Pomade nehme ich daher? Weiche und mittelfeste ölbasierte Pomaden scheiden da eher aus, weil die das Volumen eher aus den Haaren rausnehmen und einen krassen Glanz geben. Waren ja früher so meine Favoriten, im Moment eher nicht mehr für die Frisur. Ich brauche was auch ein bisschen Stabilität gibt, weil ich ja jetzt nicht meine Haare komplett mit Pomade zukleistere, sondern eher wenig Pomade nehme und dadurch brauche ich dann dafür stärkere, damit das Volumen auch stehen bleibt und meine Haare auch halten. Und noch etwas. Ich kann empfehlen, für die Art von Style eher wachsige Pomaden zu benutzen, denn klar, ich könnte eine Mary Superior oder eine rote Dex auch nehmen, die sind super zäh und schlonzig, aber dadurch wirken die Haare eher strähnig und das kann unter Umständen, also aus meiner Sicht, das kann natürlich jeder für sich selbst entscheiden, so ein bisschen an ungewaschene Haare erinnern, finde ich, wenn dann die Haare so strähnig sind und durch diese Klebrigkeit ist auch dieses Volumen erzeugen nicht ganz so einfach wie mit vor allem wachsigen Pomaden. Was sind wachsige Pomaden? Da gibt es einige bei uns zur Auswahl. Zum Beispiel ganz viele Pomaden aus dem Homebrew-Sektor sind eher immer so wachsig. Zum Beispiel eine feste Womanizer ist eher wachsig. Dann die Fat Cop Strong oder Extra Strong finde ich eher wachsig. Auch eine Bone Crusher, wenn man im Firmhautbereich sein möchte, ist eher wachsig. Der Sheriff von MG, die möchte ich natürlich auch gerne erwähnen. Eine sehr coole Homebrew-Pomade, die eine eher wachsige Konsistenz hat. Oder tatsächlich auch Schmiere. Schmiere hart oder Schmiere mittelhart. Die deutsche Rockabilly-Pomade schlechthin, auch die ist von der Konsistenz her eher wachsig und dafür gut geeignet. Also, legen wir los.
ich nehme jetzt einfach mal von denen die Fat Cop Extra Strong Nordic mit einem sehr coolen Tannenwaldduft. Und die ist, ja, wie ihr seht, sehr fest und sehr wachsig. Ich nehme jetzt den Nagel her, um da was rauszuschieben, nehme jetzt aber nur so eine, sagen wir mal für den Anfang, nur so eine Erbse. Und die muss ich mir jetzt, wie ihr es gewohnt seid, auch schön zwischen den Händen verreiben. Natürlich bei so einer wachsigen Geschichte schon ein bisschen Kraftaufwand nötig, aber kein Problem. Fat Cop finde ich generell eine sehr, sehr coole Marke. Das ist ja der Gregor, der das zusammen mit dem Markus damals in Berlin gestartet hat, jetzt aber in Leipzig alleine fortführt. Schöne Grüße an der Stelle. Extrem coole Pomaden, sehr coole Dosendesigns, sehr coole Produkte mit sehr, sehr coolen Düften, eine riesen Auswahl. Also einen Link zu allen Fat Cop Pomaden findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. So, dann haben wir es jetzt verrieben. Ich habe eine dünne Wachsschicht auf meinen Händen und gehe damit jetzt einfach so nach und nach in meine Haare rein und verteile das. Und kann bei der Art von Frisur, wie ich sie jetzt mache, ist ja nur eine Möglichkeit, seine Haare auf eine moderne Art und Weise zu stylen, sagen, dass da von der Menge her wirklich sich langsam herangetastet werden sollte. Also eher weniger nehmen. Das muss ich mir selber auch immer ins Gedächtnis rufen, weil ich habe ja früher wirklich, ich war ja dafür bekannt, immer noch den Flo Extra Finger Pomade zu nehmen, immer sehr viel Pomade in meine Haare zu machen. Jetzt muss ich mich da selbst immer so ein bisschen zügeln und den Gang zurückschalten. Aber das ist einfach für die Art von Stil oder von Style mit so ein bisschen Textur, Volumen und Lockerheit in den Haaren einfach besser. Sonst fallen mir die Haare wieder zusammen über den Tag, wenn zu viel Gewicht drauf ist. So, ich habe jetzt noch einen zweiten Finger genommen und gucke, dass ich den so richtig auch hier in die Mitte von meinem Kopf an die Haarwurzeln einigermaßen runterkriege, denn dadurch kann man dann stützen, also die oberen Haare, die oben drauf liegen, um dann so ein bisschen Volumen zu erzeugen. So. Ein bisschen was in die Spitzen, Hinterkopf nicht vergessen. So, und da sieht man schon, wenn ich das jetzt mit den Händen nur style, dass sich dann so eine Textur einfach ergibt. Was jetzt natürlich daran liegt, dass halt so ein paar Strähnen kreuz und quer beieinander liegen. Aber ein bisschen Ordnung bringe ich doch noch rein, nämlich mit einem Texturkamm. In dem Fall von Herkules Segemann. Den Link dazu findet ihr ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Wir haben auch sehr coole Kämme von Rarecraft jetzt neulich reinbekommen. Da gibt es auch einen sehr, sehr coolen Texturkamm, der übrigens riesig ist. Der liegt hier zufällig neben mir. Kann ich auch sehr empfehlen. Findet ihr auch unten den Link in der Videobeschreibung. Also wenn ihr noch nie so einen Texturkamm probiert habt, kann ich euch sehr empfehlen. Probiert den mal aus. Damit kommt ihr super durch feste Pomaden durch, auch für klassische Styles super geeignet, um so ein erstes Durchkämmen, vor allem mit so einer festen Pomade schon mal ganz einfach zu schaffen und seine Haare in Form zu legen. Oder halt um so Textur in die Haare reinzubringen. Und das mache ich jetzt. Geht natürlich vom Durchkämmen her auch schön einfach, weil die Pomade ja ölbasiert ist. Das heißt, sie trocknet nicht fest, aber ich habe trotzdem einen Halt da. So, ich habe jetzt ein bisschen Volumen drin. Also ich arbeite zu Hause immer mit so einem Badezimmerspiegel, den man aufklappen kann. Das heißt, ich kann meinen Hinterkopf auch immer überprüfen, kann ich jetzt hier gerade schlecht machen, aber da werden die Kollegen mir nachher Hilfestellung leisten. Von dem her hoffe ich, dass es einigermaßen passt hinten. Und vorne habe ich dann immer noch so ein bisschen zur Seite. Und wenn dann mal eine Strähne ins Gesicht fällt, ist das kein Problem. Dann mache ich einfach Zip und dann ist sie auch wieder nach hinten. So. Und ihr seht, so kann man auch mit einer klassischen ölbasierten Pomade einen recht modernen, lockeren, texturierten Look machen. Vom Glanz her ist vielleicht ein bisschen was zu sehen, aber ich weiß gar nicht so richtig. Es schaut schon eher seidenmatt aus, was auch sehr cool ist, weil ich es ja eher matt haben möchte. Wer ein bisschen Glanz haben möchte, kann natürlich auch eine etwas weichere Pomade nehmen oder ein bisschen mehr. Vielleicht für so andere Styles mit kürzeren Haaren ist das absolut kein Problem. Aber bei meinen Haaren, wenn ich jetzt eben das Volumen drin haben möchte, die leichte Textur, ist so eine wachsige Pomade wie die Fat Cop oder die anderen genannten auf jeden Fall das passende Produkt dafür. Funktioniert super und das Schöne ist halt, ich habe einfach auch so ein bisschen Haarpflege jetzt in meinem Haar mit dabei. Also Fazit ist, Pomade ist nach wie vor für mich auch das Nonplusultra an Stylingmitteln. Wenn man mit
mit so einem klassischen Produkt sogar solche Styles machen kann. Also für mich nach wie vor der unangefochtene König von allen Haarstyling-Produkten. Wie ihr seht, Pomade ist extrem vielseitig. Man muss nicht den Slickback oder den Seitenscheitel oder die Tolle damit sich formen, sondern man kann auch sowas damit machen. Klappt super. Genau, und jetzt schreibt mir doch ganz gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch andere Styles habt, außer die 3 genannten, gerade von den klassischen, und das auch mit Pomade hinkriegt. Würde mich mal sehr interessieren. Generell auch gerne Tipps, wenn ihr irgendwie habt, die andere dann noch lesen können oder auch ich selber, dann würde ich mich auch sehr drüber freuen. Und damit würde ich mich auch für heute verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, dass wir uns mit einem der nächsten Videos wiedersehen. Macht es gut, bis dahin, euer Flo. Sollte euch das Video gefallen haben, würden wir uns sehr über ein Abo freuen. Vergesst nicht, die Glocke zu drücken, denn dann verpasst ihr keines unserer Videos mehr. Hier haben wir mal versucht, das Thema Kundenservice ein bisschen lockerer für euch zu gestalten, gerade wenn es darum geht, was mit eurem Packel gerade los ist, wenn es verschickt wurde. Hier findet ihr jetzt noch ein weiteres Video von uns, solltet ihr immer noch nicht genug von uns haben.